NDR1 Welle Nord an diesem Dienstag. Ein IQ-Test im Internet. Ich habe tatsächlich mal einen angefangen. War auch ganz erstaunt, ehrlich gesagt, dass ich die ersten Fragen alle so wunderbar da beantworten konnte, sehr gut abgeschnitten habe. Und dann habe ich gesehen, dass ich erst 5 Minuten von 45 hinter mir hatte. Sofort abgebrochen. Ich habe ja überhaupt null Geduld dafür. Ja, die meisten erreichen da so Werte um die 100. Das ist der Normalbereich. Ausnahmen haben einen IQ von 130 und mehr. Sie gelten als hochbegabt. Das klingt erstmal ganz gut. Hochbegabt, kann aber auch für Probleme sorgen, zum Beispiel bei der Arbeit. Was für Probleme Hochbegabte haben, das weiß Coach Alice Moustier von der Firma Wahnsinnig Intelligent in Lübeck. Sie unterstützt diese Menschen und hält auch Vorträge im Unternehmen. NDR1 für Nordreporter Hauke von Herrlein hat sie und ihre Kollegen mal bei der Arbeit besucht. Na, wenn das kein Spaß bei der Arbeit ist, im Café mit dem Laptop. Alice Moustier tippt gerade und wenn ich auf den Bildschirm schaue, bereitet sie einen Vortrag für ein Unternehmen vor. Es geht darum, Hochbegabte in Betriebe einzugliedern, weil das ist gar nicht so einfach. Und das müssen Sie jetzt erklären, weil normalerweise würde man ja denken, Mensch, die sind doch in jedem Unternehmen heiß begehrt. Ja, nur manchmal eben auch zu schlau, haben zu viele Interessen, lassen sich zu leicht ablenken. Welche Probleme haben Hochbegabte? Dass sie zum Beispiel sehr emotional sind und dass sie sich schnell ablenken lassen durch Geräusche. Als Coach schaffe ich es eigentlich, dass diese Intelligenz, dass die Mitarbeiter die wirklich auf die Spur bringen können, dass sie sich besser fokussieren lernen auf das, was sie jetzt wirklich durchführen sollen und sich eben nicht auf andere Dinge zu konzentrieren. Das heißt, Alice hält Vorträge und Seminare und hat auch eine Mitarbeiterin, die sitzt hier direkt daneben, auch beim Kaffee, Brigitta Bayer. Sie kümmern sich um das Backoffice. Ja, genau. Ich unterstütze Alice bei der Vorbereitung, bei Buchhaltung. Genau, vorbereitende Buchhaltung, Telefon, Briefe schreiben, Mails beantworten. Was gibt es jetzt gerade zu tun? Ja, jetzt bereiten wir ja gerade Ihr Coaching-Termin, Ihren Vortrag in einem Unternehmen vor. Und ja, da müssen wir einfach besprechen, was Sie eventuell beim PowerPoint, die Vorlage müssen wir ausarbeiten und so weiter. Eine feste Arbeitsstätte habt ihr nicht, sondern ihr arbeitet sehr viel digital, das heißt übers Internet. Was macht Spaß daran, hier einfach mal im Café zu sitzen und immer verschiedene Arbeitsplätze zu haben? Ja, dass wir einfach nicht so einen stupiden Arbeitsablauf haben, wie es ja üblicherweise so ist. Das macht ja gerade Spaß, dass wir einfach gerade mal entscheiden, jetzt gehen wir mal in einen Café und besprechen uns. Oder aber im Homeoffice kann man dann arbeiten, wenn man wirklich auch Leistung bringen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Arbeitstag. Dankeschön. Mehr Spaß bei der Arbeit. NDR1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Guten Morgen, 14 Minuten nach 9. NDR1 Welle Nord. Horst Hofs 6 Richtige. Wir spielen heute Morgen mit der Firma Wahnsinnig Intelligent aus Lübeck. Das ist ein Coaching-Team für Hochbegabte. Die sollen fit gemacht werden für den Berufsalltag. Alice Moustier ist dran. Moin. Moin. Gibt es so viele Hochbegabte bei uns in Schleswig-Holstein, dass es sich lohnt, so eine Firma zu haben? In Schleswig-Holstein gibt es sicherlich auch genügend, wenn man so besieht 2%. Insgesamt in Deutschland gibt es demnach 1,6 Millionen Hochbegabte. Und die kommen alle zu Ihnen? Nein, nicht alle. Nee, und außerdem möchte ich ja eben nicht nur mit den Leuten selber arbeiten, sondern auch mit dem Umfeld, dass das Umfeld eben ein besseres Verständnis dafür bekommt, weil es eben noch sehr viele Vorurteile gibt gegenüber Hochbegabten. Zum Beispiel, dass alle total unsozial wären und solche. Hirn statt Herz, ganz blöd gesagt. Genau, und es gibt aber auch viele Hochbegabte, die trotzdem Herz haben, trotz des großen Hirns. Mal sehen, wie schlau Sie sind, was Musik angeht. 50 Euro im Jackpot ist ja gestern geknackt worden. Alle jetzt genau zuhören. Wie viele sind dabei? 2 Stück. Ich befürchte allerdings, dass sich hier mein alter Spruch bewährt. Ein hoher IQ schützt noch nicht vor Dummheit. Und ich glaube, ich lasse mich überraschen. 6 Interpreten sind zu erkennen aus den 6 Songs, die jetzt folgen. Los geht's. Ja. Patience, I really wanna stop. Freedom, freedom. See the trouble with me. I can't do nothing. Darling, you look perfect tonight.
Das waren sie. Jetzt starten die 30 Sekunden. Also ich habe Enya erkannt. Ja, Dr. Wuck. richtig. Mehr weiß ich nicht. Und ich muss ganz passen. Also ich sage ja, ein hoher IQ schützt nicht vor Dummheit. Ich habe da echt keine Ahnung von. Keine Idee mehr. Eine tolle Boyband, die auch ganz groß waren in den 90ern. Wie heißen die denn? Aus England. Ja, Boybands gab es so viele. Also bestimmt, zählen sie wenn alle auf. sagen, bin ich sicher, ja, genau das war's. Und ich meine, ich kann die Lieder auch alle mitsingen, aber ich habe halt keine Ahnung, von wem die sind. Die Zeit ist auch Geht um. mir ganz genauso. Take That wären das gewesen. Take That, natürlich, Ja. genau. Dann hatten wir noch George Michael, Barry White und Ed Sheeran am Ende. Na, zumindest auf George Michael hätte ich auch noch kommen können, aber ja. Aber sie sind zu zweit, dann kriegen sie 2 NDR1 Welle Nord Thermokaffeebecher von uns. Das ist cool. Horst Hofs 6 Richtige. Nur auf NDR1 Welle Nord. Wir lieben Musik. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.